Hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Madeira. Heute machen wir mal ein bisschen Real Talk. Ich erzähle mal ein bisschen, wer ich bin, wo komme ich her, was mache ich, was habe ich bis jetzt geschafft in meinem Leben und was habe ich noch vor. Und geht dabei noch eine schöne Levada da auf Madeira, in Ponta do Sol. Genau. Und all das seht ihr nach dem Intro. Ja, wollte ich jetzt da auf so einem Stuhl rumsitzen und dann erzählen, wer bin ich, was mache ich und so. Nö, ich bin immer aktiv. Bin heute mal allein unterwegs, weil das ist eine Levada, meine Frau hat ein bisschen Angst, weil das da relativ steil runtergeht und sie ist da ein bisschen ängstlicher, deswegen bin ich mal allein unterwegs, aber dann habe ich gesagt, dann kann ich auch mal so ein Video aufnehmen. Oh, kurz ducken. Ja, Uhr habe ich auch dabei, nehme natürlich auf, wie viele Kilometer ich laufe, zeige euch da auch mal ein bisschen da die Umgebung, wie sieht's da aus. Ja, heute ist ein bisschen bewölkt, Wetter ist so, ja, ich würde schätzen mal so 23, 24 Grad, ganz entspannt, also für mich auf jeden Fall. Seht ihr, ich bin ja nur da im Muskelhemd unterwegs und ich zeige euch mal schnell, warum meine Frau da ein bisschen Angst hat. Das geht denn da eben so tief runter, wie hier. Man sieht's. Vielleicht sieht man das da. Da ist die Levada do Moinho und da oben ist die Levada Nova. Und ich bin genau auf der anderen Seite. Also wer die beiden Levadas kennt, der weiß ungefähr, wo ich jetzt da bin auf Madeira. Auf der anderen Seite einfach. Die Levada ist überhaupt nicht. Also hier habe ich noch nie einen Tourist gesehen. Und ich laufe die immer, weil wir da in der Nähe wohnen. Die geht einmal nach Cañas rüber und einmal hier lang. Hier bin ich eben noch selten lang gelaufen. Einmal haben wir es probiert. Eben wie gesagt, hat meine Frau ein bisschen Angst bekommen. Dann sind wir wieder umgedreht. Und heute gehe ich mal ein paar Schritte weiter. Ja, mein Kleiner guckt auch immer unsere Videos. Auf den sage ich ihm auf jeden Fall mal schöne Grüße. Er hat heute Schulanfang. Wünsche dir alles Gute. Toi, toi, toi. Du schaffst das. Papa ist stolz auf dich. Und du wirst mal ein ganz großer, das weiß ich. So. Ja, mal die Hand wechseln. Genau, also wer bin ich? Mein Name ist Rico. Ich bin am 10. April 87 geboren, in Deutschland. Komme ursprünglich aus Zinnowitz. Dann bin ich nach Panemin gezogen, auf der Insel Usedom, in der Ostsee. Zweitgrößte Insel Deutschlands, gerade, sagen wir mal neben Rügen, die größte Insel Deutschlands. So, wie bin ich aufgewachsen? In einem sehr guten Elternhaus, alles war easy, alles gut, sehr guten Kontakt auch zu meinen Eltern und auch zu meiner Schwester, habe auch noch eine Schwester. Und das ist jetzt kein Grund, dass ich jetzt ein schlechtes Elternhaus hatte oder irgendwie so, dass ich, sag ich mal, ins Ausland geflüchtet bin. Mir ging es darum, wir hatten ein Haus auf der Insel oder haben immer noch ein Haus auf der Insel. Und ja, ich wollte das Abenteuer. Ich wollte nicht wie soll ich sagen, wie ein Muttersöhnchen unten, also so eine Einbauwohnung im Haus, hausen, sag ich mal. Und dass meine Mama mir meine Wäsche wäscht bis 30 Jahre oder wie auch immer. Ich wollte früh auf eigenen Beinen stehen, mein eigenes Geld verdienen, das war mir schon immer wichtig. Und mir Träume erfüllen. Das ist eigentlich so mein Mindset. Ich habe schon früh immer alles geplant, genau. Ich kann mich daran erinnern, wo ich in der Lehre war, bin ich vorher nach Polen rübergefahren, habe mir für den ganzen Monat schon Benzinkanister vorgekauft, habe die schon aufgefüllt, habe die in der Garage stehen lassen, weil ich habe da schon gerne immer alles durchstrukturiert und geplant gehabt und dann weiß ich ganz genau, wie viel Geld ich am Wochenende in der Disco lassen kann. Ja, also man sieht, ich bin da schon sehr strukturiert. Ja,
fangen wir mal an, 2011. Oder wir können ja noch früher, 2007 von mir aus. Da habe ich die Lehre zu Ende gemacht. 2004 habe ich angefangen als Gartenlandschaftsbauer. Oder ja, 2006 habe ich sogar, 2006. Ich habe 2,5 Jahre gelernt. Weil ich wollte so schnell wie möglich, ich bin mal einer, ich will sofort die Prüfung machen. Ich bin auch gut in so Sachen, ich weiß das ganz genau. Bin da sofort hinterher gewesen und wollte sofort die Prüfung machen, damit ich noch ein halbes Jahr verliere. Ich habe mal gefragt da den Prüfungsausschuss, wie lange, also wann kann ich die Prüfung machen? Wie schnell, also muss ich die 3 Jahre machen oder kann ich schon vorher? Und da hat der Prüfungsausschuss gesagt, ein halbes Jahr vorher kann man sich schon anmelden zur Prüfung. Also habe ich gesagt, anmelden, sofort. Ne? Dann bin ich ein halbes Jahr vorher schon zur Prüfung gegangen, konnte schon ein halbes Jahr schneller Junggesellengeld verdienen. Das waren damals 7,50 € die Stunde. Ja, und da sieht man schon, damit kann man keine großen Sprünge im Leben machen. Und mit den 7,50 € muss man sich auch vorstellen, im Winter arbeitslos. Ne? Ich habe ja, Gartenlandschaftsbau und Sportplatzbau gelernt. Und das war immer bis Dezember, bis Weihnachten und danach arbeitslos, bis der Winter vorbei war. Und dann meist Mitte März, Anfang April wieder eingestellt. Oder so sollte es laufen. Das war natürlich überhaupt nicht mit meinem Mindset oder mit meinen Gedanken oder mit meinen Plänen im Leben vereinbar. 0,0. Aber nach der Lehre bin ich erstmal 2 Jahre ins Militär. Hab da eine ganz geile Zeit gehabt, muss ich sagen. Hat mir mega Spaß gemacht. Da habe ich das erste Mal nochmal einen Schliff gekriegt, was Struktur bedeutet, was Ordnung heißt, was Plan bedeutet, was Orientierung bedeutet im Leben, was es heißt, sich zusammenzureißen in bestimmten Momenten und nicht den Kopf im Sand zu stecken, sondern immer wieder aufstehen. Kann euch schon mal einen kleinen Spoiler geben vorab. Das werden mehrere Teile hier, diese Geschichte von mir. Weil ich habe schon oft den Boden unter den Füßen verloren und bin immer wieder hoch. Habe immer wieder Gas gegeben. Darum da die Geschichte vom Militär jetzt, weil das hat mir wirklich nochmal so gezeigt, wo meine Grenzen sind, aber wie ich die auch überwinden kann. Genau. Ja, was haben wir denn gemacht im Militär oder was habe ich gemacht im Militär? Ich bin zur Grundausbildung, war im Panzerbataillon 413 in Spechtberg in Torgelow. Habe da meine Grundausbildung gemacht und bin dann zum Aufklärungsverbindungszug AVZ in der 1. Kompanie gelangt. Und ab da fing eigentlich die schöne Zeit an. Die Grundausbildung, muss ich sagen, war im Winter, war schweinekalt. War wirklich, man war nur draußen da und morgens um 3 aufstehen, Schrank packen, Rucksack packen, da auf dem Flughafen, auf dem Hubschrauberplatz laufen, wieder runter, wenn man ein paar Socken vergessen hat, Liegestütze pumpen. Also so wie man es kennt. Ne? Aber warum wurden wir so hart angenommen da zu der Zeit? Weil wir ein Kontingent waren, was ausgebildet worden werden hätte sollen. Ich war nicht im Kosovo, aber eben meine Kameraden sind in den Kosovo gegangen. Oder viele davon. Und ich bin nur nicht gegangen, komme ich nachher noch drauf zu, weil ich, kann ich auch jetzt gerade sagen, weil ich ein halbes Jahr hätte verlängern müssen. Und das hat mit der Planung nicht gepasst. Ich hätte 2,5 Jahre machen können, wegen der Abrüstungszeit, wegen der, sag ich mal, danach hat man ja noch so eine gewisse Zeit zum Akklimatisieren, gucken, ob man psychische Schäden vom Einsatz getragen hat. Und wenn ja, muss man die natürlich beheben. Oder ja, zum Doktor, zum Arzt gehen da und Gespräche suchen. Und das kann man ja nicht von heute auf morgen feststellen, ob das so ist. Das kommt ja mit der Zeit. Und diese Zeit hat mir gefehlt. Was aber natürlich am Schluss auch noch die letzten 3 Monate für ein bisschen Ärger gesorgt hat. Also da waren einige Oberleutnants sauer auf mich, weil ich wirklich ein Top-Soldat war. Ich war, wie gesagt, organisiert, pünktlich. Auf mich konnte man sich verlassen. Und das ist das Wichtigste, dass man sich auf einen Menschen verlassen kann. Ne? So eine Leute will man an seiner Seite haben und so eine Leute will ich auch an meiner Seite haben. Und findet man einfach selten. Findet man sehr selten. Deswegen sollte man dies, wenn man so einen Mensch an der Seite hat, da geht ein Gruß an meine Frau raus, schätzen. Deswegen haben wir auch nächstes Jahr unser 10-jähriges Hochzeitsjubiläum.
Genau so sieht es nämlich aus. Aber eben, das ist auch eine Militärzeit gewesen. Aber das sind mal so Geschichten, da kann ich auch mal ein separates Video zu machen. Wie war meine Militärzeit, wie war meine Dazeit, wie war meine Ausbildungszeit. Wenn ihr da Lust drauf habt, lasst mich es wissen in den Kommentaren. Genau, so, jedenfalls war ich im Aufklärungsverbindungszug, das war top. Wir waren immer im Vorauskommando, das heißt, wir haben Sachen ausgespäht, sind vorausgefahren, haben Sachen erkundschaftet, in der Nacht mit Nachtsichtgeräten, wir haben geschossen. Ich habe mit allen möglichen Waffen geschossen, die es gibt. Panzerfaust scharf, nicht nur mit den, ja, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch sagen darf, aber diese Pfeile, die im Militär waren, die wissen schon, was ich meine. Das sind so eine blaue Übungsmunition, da ist noch ein Wort vor dem Pfeil und ja, ist rassistisch. Also deswegen will ich das nicht sagen, weil ich absolut Rassisten nicht oder diese Wörter nicht für gut heißen kann. Ich hasse das, wenn man Menschen stigmatisiert oder in Schubladen packt oder wie auch immer. Bin immer der Verteidiger der Schwachen gewesen, schon von früh auf und von klein auf. Und einer, der sich einsetzt für Menschen. Weil ich bin da sehr stark, habe einen dicken Panzer, mich kann man angreifen ohne Ende, mich prallt bei mir alles ab. Und darum geht mir das nicht nah. Aber den Leuten, die es nahe geht, den will ich damit so gut wie möglich unter die Arme greifen und helfen. Ja, davon gibt es eigentlich viel zu wenig Leute auf der Welt. Weil jeder denkt nur an sich, ne? Und das ist für mich, ja, keine schöne Denkweise. Genau, so, jedenfalls haben wir, sagen wir mal so, Zeitmilitär ist vorbei. Unsere Zeit haben wir genossen da. 2007 bin ich bei 2009 war ich fertig. Ja, war schon knapp 2010, also Ende 2009. So, dann habe ich wieder angefangen. Mein alter Chef hat mich wieder aufgenommen, habe da wieder gearbeitet. Bin eingestiegen, glaube ich, mit 7,70 €, 20 Cent mehr die Stunde. Habe ich natürlich, ja, alles rausgeholt bei der Verhandlung, was ging, aber ja, damit macht man wirklich wieder keine großen Sprünge. Vorher beim Militär habe ich gutes Geld verdient, muss ich ehrlich sagen. Und auf einmal wieder, ja, sagen wir mal, fast die Hälfte nur noch. Und das ist natürlich nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt habe im Leben. Darum habe ich beim Arbeitsamt angefragt, ob es nicht Möglichkeiten gibt, wie ich aufsteigen kann, wie ich Umschulung, Weiterbildung und so weiter und so fort angefragt. Und in dem Zeitraum wurden gerade Flugzeugmechaniker ohne Ende gesucht, ganz Deutschland. Und die ganzen Arbeitsämter haben Flugzeugmechaniker ausgebildet, umgeschult und dann eben für die Flughäfen, die gesucht haben, ausgebildet, also uns weiter gereicht, sag ich mal, oder an die Hand genommen bis dahin und dann wurden wir weiter an die Hand genommen. Aber bei mir kam es nicht so weit, Spoiler vorab. Und ja, das war eine Idee, die ich hatte, aber ich wusste nicht genau, ob das überhaupt mein Milieu ist, weil ich bin eher ein Grobmotoriker und ich muss euch ehrlich sagen, bei Flugzeugmechaniker, die Ausbildung, wo ich angefangen habe, wo ich gemacht habe, die ersten 2 Monate, 3 Monate, da war alles Feinmechanik. Das heißt, wir mussten kleine Nieten in Flugzeugblech schlagen oder aus Metall irgendwelche kleinen Feinigkeiten oder bewegte, wie soll man das erklären? Wie so eine Art kleinen Motor aus Metall bauen mit verschiedenen Bauteilen und danach wurde Pressluft reingedrückt und der Motor musste arbeiten und so Sachen. Da musste wirklich alles perfekt auf den Millimeter gefeilt werden. Und das ist für Perfektionisten. Jetzt bin ich am Überlegen, was hat mir daran nicht gefallen? Ja, ich bin einfach kein Mensch, der sich ewig und lange an so einen kleinen Details aufhält. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Ich mag das gern einmal durch und dann am Schluss erstmal das was fertigstellen. Und wenn das fertig ist, dann kann man sich da an Details machen. Das heißt, ein paar Sachen ausbauen, ein paar Sachen verfeinern, ein paar Sachen tauschen. So ist meine Denkweise. Und deswegen hat das nicht zusammengepasst. Und in der Zeit habe ich mich schon in der Schweiz beworben. So, Entschuldigung, musste schnell ans Telefon gehen. Hatte gerade ein sehr wichtiges Telefonat, worauf ich mich schon lange gefreut habe. Und ich musste schnell 2 Kilometer wieder zurücklaufen, weil da, wo wir sind, auf der Levada, habe ich keinen Internetempfang, keinen guten. Und das war ein Gespräch über WhatsApp aus Deutschland. Das geht um Zukunft
zukünftige Projekte oder Zukunftsprojekte. Und ja, da kommen wir auch noch mal in einer anderen Folge drauf zurück. Schauen wir mal, wie es weitergeht auf jeden Fall. So, stehen geblieben sind wir, dass ich da mich in die Schweiz beworben habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie was von der Schweiz gehört gehabt. Also klar, man hört Schweiz, Rolex und so weiter. Aber ich war noch niemals da, habe auch nie Fotos gesehen, Bilder gesehen. Ich wusste nur eins, man kriegt Geld da. Ne? Und man hat da Chance, schnell, was heißt schnell? Mit Fleiß, bin nie ein faules Schwein gewesen, bin immer fleißig, immer Vollgas im Leben. Das werdet ihr in späteren Geschichten oder im späteren Teil von meinem Leben immer wieder mal mitbekommen, wenn ich euch erzähle, ja, was ich schon alles gemacht habe. Also ich bin wirklich ein Kämpfer und Faulheit oder mal chillen, so das gab es bei mir nicht, weil ich hatte feste Ziele in den vollen Augen und die will und wollte ich immer erreichen. Genau, denn wenn ihr auch mal wissen wollt, wie ich mich da in der Schweiz beworben habe oder wie das Verfahren ist oder wie man da sich anmeldet und arbeitet und Arbeitsgenehmigung bekommt, Ausländerausweis beantragt und so weiter. Letztendlich habe ich ja 11 Jahre da gelebt, kenne mich da ein bisschen aus, habe auch 6 oder 7 Mal die Wohnung gewechselt, wegen Arbeit, weil ich erzähle euch mal schnell, ich habe die ersten 2 Jahre dann im Langnau-Albis, das ist im Kanton Zürich, Thalwil, also am Zürichsee, da in der Region, mich als Gärtner beworben, wurde auch angenommen. Hatte ein Bewerbungsgespräch online über Skype damals noch, da gab es noch kein Zoom. Oder gab es schon, weiß ich nicht, aber war nicht bekannt. Jedenfalls war das noch Skype. Und das einzige Kriterium, was ich erfüllen hatte müssen, oder ja, was ich vorlegen musste, die haben dann jemand meinen Lebenslauf nichts angeguckt. Die wollten nur wissen, ob ich einen Führerschein habe. Als ich denn da war, wusste ich auch warum. Na, jedenfalls habe ich dann ja gesagt. Und schon hatte ich den Job. Und mein Arbeitsbeginn sollte der 1. April 2011 sein. Weiß ich noch wie gestern. Und dann hat er mich angerufen und hat gefragt, ob ich nicht schon auch im März anfangen kann. Da habe ich gesagt, sicher, umso schneller, umso besser. Ne? Ja, war natürlich auch schwer für meine Eltern, für meine Mama ganz speziell. Die, ist ihr immer schwer gefallen, wenn ich immer losgezogen bin, bis heute noch. Kann ich auch nachvollziehen, ist schwierig als Mama seinen Sohn loszulassen. Aber letztendlich hat sie ja gewusst, wofür ich es mache. Ich mache es ja nicht aus Egoismus oder weil ich da weg will oder weiß auch wie auch immer, sondern weil ich wollte was von der Welt sehen. Ich wollte die Welt erleben. Ich bin immer ein Typ. Zum Beispiel hasse ich diese mediengeprägte Meinung, immer das nachblabbern, was in der Bildzeitung steht oder wie auch immer. Ich will dahin, will mit meinen eigenen Augen sehen und will mir meine eigene Meinung bilden. Die soll auf meinen Erkenntnissen, die ich errungen habe, soll die aufgebaut sein. Ne? Weil nachblabbern, was in der Zeitung steht oder was jeder Vollpfosten im Internet oder auf Facebook schreibt, das kann jeder. Ne? Das ist jetzt keine große Kunst. Und ja, und so konnten wir aber 2 Jahre uns ein Bombengeschäft aufbauen. Wir haben auch für die Schweizer Post gearbeitet. Und wie gesagt, mit meiner Transportfirma habe ich auch den Winterdienstauftrag bei der Stadt Zürich noch weitergeführt. Also wir waren geschäftlich ausgelassen ohne Ende. Ich hatte teilweise 14 Mitarbeiter auf einmal. Ja, Leute, aber das sollte für heute reichen. Jetzt habe ich genug gelabert. Das sind bestimmt 30 Minuten lockerer. Und will euch da jetzt auch nicht weiter die Ohren voll quatschen erstmal. Aber das wird nächsten Samstag wiederkommen. Zurzeit, jetzt gibt es eben ein paar so Real-Life-Stories aus unserem Leben. Dann mal wieder einen Freizeitvlog. Garten, da wird es bald auch nochmal ein Update geben. Weil wir haben da jetzt gerade ein paar Sachen im Hintergrund zu laufen, die jetzt geklärt werden müssen. Aber das werde ich euch informieren, wenn es denn soweit ist. Und bis dahin, Leute, ja, wenn ihr das gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mehr wissen wollt über bestimmte Themen, unten in die Kommentare rein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr da
auf jeden Fall nichts verpassen wollt, es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend, das was ich jetzt habe. Ich habe nur die Oberfläche angekratzt. Wirklich. Ich bin 35 Jahre und wir sind jetzt hier wir sind rüber geflogen über dem. Jedes Hoch, was ich euch erzähle, hat ein doppelt so starkes Tief. Also wir haben kein dickes Portemonnaie oder sind, ja, sag ich mal, mit Geld auf die Welt gekommen. Ne? Wo ich damals in die Schweiz ausgewandert bin, ich bin mit 800 Euro dahin ausgewandert. 800 Euro. Weißt du, was die Miete gekostet hat? 800 Euro. So, einen Monat, was habe ich gemacht? Nudeln gefressen, mit Ketchup und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber das sind eben so spezielle Sachen, da komme ich irgendwann auch nochmal zu. Auf jeden Fall ist es so, man muss kämpfen. So wie die Kleine hinter mir hier. Ne? Wir müssen immer kämpfen. Und niemals aufgeben. Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch, Leute. Das wollte ich schon immer sagen. So, also, denn bis Donnerstag. Haltet die Ohren steif, Freunde. Ich bin auch wieder zurück. 9 Kilometer auf der Uhr. Also, war doch ein harter Marsch. Ciao, euer Rico.